Ja, mein Name ist Thorsten Reinwald. Ich bin Biologe und arbeite beim Deutschen Jagdverband. Das Thema Wildunfälle ist mir eine Herzensangelegenheit. Alle 2,5 Minuten passiert in Deutschland ein Wildunfall mit großen Tieren. Anhand der Jagdstatistik können wir sagen, dass es in Deutschland etwa 200.000 bis 250.000 Wildunfälle mit Paarhufern gibt, also mit Hirsch, Reh und Wildschwein. Die kleinen Tiere werden meist gar nicht erfasst. Also jeden kann es treffen, und aus Tierschutzgründen sollte sich jeder Autofahrer einfach nur bewusst werden, dass er Wildunfälle auf jeden Fall melden sollte, damit wir Jäger mit gut ausgebildeten Hunden diese Tiere auch finden können, um Tierleid zu vermeiden. Wenn es tatsächlich gekracht hat, dann ist erstmal Sicherheit erste Priorität. Also bitte nicht blindlings auf die Straße rennen in Panik, sondern erstmal Warnweste anziehen, Warnblinkanlage einschalten und versuchen, die Unfallstelle zu sichern, damit es keine Folgeunfälle gibt. Das kann auch bedeuten, dass ich beispielsweise eine Warnweste nehme und die über das tote Tier lege, was da noch auf der Straße liegt. Dann kann ich natürlich versuchen, das Tier von der Straße zu räumen, wenn es tot ist. Das klappt bei einem Reh, bei einem Hirsch wird schon ein bisschen schwieriger. Und wenn das Tier noch lebt, bitte Abstand halten. Das Tier hat Panik, es hat wahrscheinlich starke Schmerzen. Ein Mensch, der sich einem Wildtier nähert, ist immer Stress pur. Das Tier ist verletzt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch gefährlich, sich zum Beispiel auch einem Reh zu nähern. Das kann mit seinen Hufen auch schwere Verletzungen verursachen. Wenn ich die Unfallstelle gesichert habe, dann auf jeden Fall sofort die Polizei anrufen, und die wird dann den Jäger informieren, der dann entscheidet, was zu tun ist, der auch die Wildunfallbescheinigung ausstellt, die für die Versicherung wichtig ist. Wir sagen, jeden Wildunfall melden, auch wenn das Tier weg ist, auch wenn es keinen sichtlichen Schaden gibt am Auto. Die Beweislast in erster Linie liegt bei mir selbst gegenüber der Versicherung. Hier ist es wichtig, vor Ort auf eine Unfallbescheinigung vom zuständigen Jäger und/oder der Polizei zu bestehen. Diese brauche ich anschließend für meine Versicherung, um eine Schadensregulierung in Betracht zu ziehen. Außerdem kann es helfen, Fotos und Zeugenaussagen mit aufzunehmen. Aber auch Ihr Auto nach gewissen Schäden abzusuchen, welche nicht auf dem Unfallprotokoll dokumentiert wurden. Außerdem wird empfohlen, Schadensregulierung bei der Versicherung Ihr Fahrzeug nicht zu waschen, denn anschließend kann die Versicherung immer noch einen Gutachter bei Ihnen vorbeischicken, wo es einfach auch für Sie hilfreich ist, wenn die Schäden an einem Fahrzeug noch vorhanden sind und die Spuren auch noch zu sehen sind. Gerade bei der Beweispflicht und bei der Unfallbescheinigung ist es natürlich auch wichtig, dass das Tier noch dokumentiert werden kann. Bei einem Ausweichmanöver, wo das Tier natürlich nachträglich nicht mehr auffindbar ist, kann eine Schadensregulierung unter Umständen nicht stattfinden. Tierschutz ist ja auch gesetzlich verankert inzwischen, und als Autofahrer haben Sie auch die Verantwortung, Tierleid zu vermeiden. Das heißt, wenn Sie das tatsächlich nicht machen, einen Wildunfall zu melden, auch wenn das Tier weg ist, kann Sie jemand dafür anzeigen, zu Recht. Es passiert Ihnen aber nichts, wenn Sie den Wildunfall melden, also es kommen keine Kosten auf Sie zu. Grundlegend gilt erstmal, die Teilkaskoversicherung übernimmt den Schaden an Ihrem Fahrzeug. Bei der Haftpflichtversicherung ist es so, dass hier tatsächlich nicht die Schäden am eigenen Fahrzeug übernommen werden, sondern tatsächlich nur die Schäden Dritter, das heißt andere Fahrzeuge, andere Objekte, die davon betroffen sind. Ausschlaggebend hierfür sind zum einen: Viele Tarife zahlen die Kosten des Schadens nur, wenn es sich um einen Wildunfall mit Haarwild handelt. Hiervon spricht man Schwarzwild, Rotwild, Füchse, aber auch Wildschweine. Zusätzlich wird empfohlen, sich vielleicht bei der Versicherung präventiv auch schon zu informieren, ob eine Selbstbeteiligung besteht oder nicht. Also wenn ein Tier am Straßenrand auftaucht, das sieht man meistens anhand der reflektierenden Iris, so einen kleinen Punkt am Straßenrand, dann auf jeden Fall Geschwindigkeit reduzieren, das Fernlicht abschalten, weil die Augen dieser dämmerungsaktiven Rehe oder Wildschweine, die funktionieren wie so ein Restlichtverstärker. Die Tiere sind komplett geblendet, orientierungslos. Deshalb abblenden und dann auch hupen, weil dieses akustische Signal, das können sie sehr gut wahrnehmen und entfernen sich davon. Das heißt, sie rennen nicht blindlings auf die Straße. Und dann ist eben ganz, ganz wichtig, langsam weiterfahren. Der beste Schutz gegen Wildunfälle ist angepasste Geschwindigkeit. Wenn Sie 80 statt 100 fahren, verringern Sie den Bremsweg schon um 35 Meter. Und das kann Leben retten im Ernstfall.
Man sollte sich immer klar machen, dass Wildtiere auch in 100 Jahren keine Verkehrsregeln lernen. Das heißt, wir müssen den Verkehr beobachten und vor allen Dingen die Seitenränder, die Straßenränder. Und besonders unfallträchtig sind eben Straßen durch den Wald oder Straßen entlang der Wald-Feld-Linie. Also so eine Straße, die verläuft genau zwischen Esszimmer, was die Wiese ist, und Schlafzimmer, was der Wald ist. Und dort wechseln Rehe ja, 4-5 Mal täglich hin und her. Nach unseren Untersuchungen können wir sagen, dass April, Mai die unfallträchtigsten Jahreszeiten sind. Im Oktober, November ist noch mal so ein Peak innerhalb des Jahresverlaufs. Und innerhalb eines Tages kann man sagen, ist es immer die Dämmerung. Wenn Sie jetzt tatsächlich zusammenstoßen mit einem großen, ausgewachsenen Rothirsch, der hat ja so ungefähr 250 Kilo Gewicht. Bei Tempo 60 ist das schon so, als würde sich ein Elefant, ein Ausgewachsener, mit 5 Tonnen auf ihre Motorhaube setzen. Bei einem Reh ist es ein bisschen weniger, aber auch ein kleines Reh mit 25 Kilo Lebendgewicht hat immer noch ein Aufprallgewicht, das dem eines Wasserbüffels mit 800 Kilo entspricht. Reparieren und verkaufen sind beides gute Optionen. Beim Reparieren ist es so, hier sollte man das Alter des Fahrzeuges, die Laufleistung, aber auch die Schadenssumme des Unfalles natürlich in Betracht ziehen. Hier kann es helfen, sich einen Gutachter zur Seite zu ziehen. Beim Verkauf ist es so, dass man natürlich auch vor als auch nach der Reparatur die Möglichkeit hat, in einer Filiale von wirkaufendeinauto.de vorbeizufahren und sich ein unverbindliches Angebot einzuholen für Ihren Gebrauchten. Es gibt ganz unterschiedliche Maßnahmen, Methoden, die so im Einsatz sind. Es gibt zum Beispiel Warnreflektoren, blaue, rote, weiße. Es gibt akustische Wildwarner. Die Wirkweise ist noch nicht ganz klar. Auch die Wirkung, also ob sie tatsächlich wild abschrecken oder nicht. Wir sagen, solange es den Autofahrer nicht ablenkt und eine Wirkung teilweise nachgewiesen wird, sollten wir die Dinge auf jeden Fall einsetzen. Es gibt auch elektronische Wildwarnanlagen. Das ist so eine Art digitaler Zebrastreifen für Wildtiere. Da wird eine Strecke gezäunt und an den Zäunen sind Bewegungsmelder. Und dann gibt es einen Zwangswechsel, einen Durchlass, wo die Tiere über die Straße können. Und wenn sich Tiere diesem Zwangswechsel nähern, dann bekommt der Autofahrer ein blinkendes Achtung Wildwechsel-Schild gezeigt und weiß, jetzt sind Tiere da, jetzt muss ich langsam fahren. Weil das ist genau das Problem mit diesem Zeichen Achtung Wildwechsel. Das steht da und steht da und steht da und nichts passiert. Irgendwann ist der Gewöhnungseffekt da und der Autofahrer ignoriert es einfach. Wir sind ein anerkannter Naturschutzverband. Wir haben es in der Satzung verankert, die Lebenswelt der Tiere zu erhalten, einen artenreichen und gesunden Wildtierbestand zu erhalten. Und Tierschutz ist eben für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Gebot. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch das Tierfundkataster entwickelt. Das ist so die erste Möglichkeit überhaupt bundesweit für Autofahrer, Wildunfälle nach einheitlichen Standards zu erfassen. Jeder Verkehrsteilnehmer kann sie nutzen und Wildunfälle ganz schnell melden. Also nicht nur, wenn er selber betroffen ist, sondern eben auch, wenn er ein totes Tier sieht am Straßenrand. Das hilft den Wissenschaftlern, Schwerpunkte zu ermitteln. Und erst wenn wir wissen, wo die Schwerpunkte überhaupt sind von Wildunfällen, können sich die Wissenschaftler Gedanken machen, wie man diese auch entschärfen kann. Und das ist natürlich wichtig für Sicherheit, für Mensch und für Tier.